Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I wanna feel. So, wir fliegen jetzt auf nach Athen und starten unseren Tagestrip. Man kommt vom Flughafen sehr einfach mit der Metro in die Stadt. Wir haben einen Zwischenstopp von weniger als 24 Stunden hier in Athen und wollen euch zeigen, was man in dieser Zeit hier sehen kann. So, angekommen in Athen Stadt ist unser erster Halt natürlich die Akropolis, denn das ist die Main Attraction hier. So, wir sind im Akropolis angekommen und nehmen euch mit und mal schauen, was uns erwartet. Man sieht von hier oben einfach die ganze Stadt. Der Wahnsinn. Damals wurde sowas quasi mit Händen gebaut. Und das wurde alles hier hochgetragen. Das ist purer Stein. Das ist der Hammer. Wir sind jetzt hier im Plaka-Viertel von Athen und es ist schön, mal einen Spaziergang durch diese Area zu machen, denn hier hat man schöne viele kleine Gassen, auch mal ein bisschen mit Schatten, wo man viele kleine Restaurants und schöne Läden findet. Wir sind gerade am Syntagma-Platz und hinter uns befindet sich das griechische Parlament. Hier hinter mir vor dem Parlament am Syntagma-Platz sieht man die zwei Wachen und wenn man Glück hat und zur vollen Stunde kommt, sieht man auch den Wachenwechsel. Der Nationalgarten befindet sich direkt neben dem griechischen Parlament und lädt dazu ein, eine Runde spazieren zu gehen, denn hier ist man ein bisschen versteckt vor der brennenden Hitze. Es ist nämlich sehr warm hier. Und es ist einfach wunderschön, ein bisschen durch die Natur zu gehen. Nach tausenden von Treppen sind wir angekommen am Telesphärik und fahren jetzt mit dem Cable Car hoch und wollen uns die beste Aussicht von Athen angucken, nämlich vom Monte Lycabettus. Es ist sehr steil. Aber auch sehr interessant. Wir sind gerade hier oben angekommen und wir waren wirklich überrascht. Das war keine gewöhnliche Seilbahn, mit der wir hier hochgekommen sind, sondern es war mehr ein Zug, der einen hochgezogen hat. Willkommen in Griechenland, willkommen in Athen, willkommen auf dem Monte Lycabettus. Wenn ihr hier seid, auch nur für einen Tag, so wie wir heute, ist das hier wirklich ein Must-See-Point. Von hier hat man wirklich die absolut beste Sicht der ganzen Stadt. Man sieht von hier sogar die Akropolis. Und es ist sogar ein schöner Ort, um abends hierher zu kommen und wirklich einen sehr schönen Sunset zu genießen. Also ich muss sagen, für die Leute, die schon mal in Amerika waren, erinnert mich die Sicht ein bisschen an Los Angeles. Weil wenn man da hochgeht zu dem Hollywood-Zeichen und auf die Stadt Los Angeles guckt, sieht man auch dieses riesen Valley, das ist Los Angeles. Und da sieht man auch diese ganzen Häuser von oben. Soweit das Auge reicht. Das ist ein bisschen so ähnlich wie hier in Athen. Hier im Stadtviertel von Psyri seid ihr genau richtig, wenn ihr Tavernen sucht, leckere Restaurants, Bars und Live-Musik. Vor allem findet ihr auch viele Graffitis hier. Wir sind hier auf dem Monastiraki-Platz mitten im Zentrum von Athen. Diesen Platz solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben, bevor ihr Athen verlasst. Hier habt ihr eine wunderschöne Sicht direkt auf die Akropolis hinter mir.
Jetzt machen wir gerade eine Pause und erholen uns bei einem leckeren Snack, einem typischen griechischen Soufla-Gebieter. Direkt hier hinter uns befindet sich die Agora. Agora ist der ehemalige Fest- und Versammlungsplatz und Marktplatz. Leider schaffen wir es heute nicht mehr reinzugehen und sie es komplett anzuschauen, soll aber eine Top-Empfehlung sein. Wenn ihr in Athen seid, schaut sie euch auf jeden Fall an. Hinter dem Agora ist noch ein Street Market und wenn ihr da vorbeischauen wollt, seid ihr hier genau richtig. Jetzt werden wir was ganz Süßes probieren. Lecker, lecker. Man kann ja auch sehr leckeres Eis bestellen. Lecker. So, unsere Kurzfassung nach 7-8 Stunden Athen. Eine wunderschöne Stadt, die ihr nicht verpassen solltet. Hier am Monastiraki-Platz sollte man auf jeden Fall mal in alle verschiedenen Gassen reingehen, denn jede bietet etwas auf unterschiedliche Art und Weise und gerade nachts wird diese Stadt einfach wach und überall findet man verschiedene kleine Läden, Stände werden aufgebaut und das ist auf jeden Fall spannend für euch.